Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Legacy Video. Mir wurde gestern gesagt, dass es einen neuen globalen One-Server geben wird und hat mich grundsätzlich interessiert, weil ich habe eigentlich nie wirklich aufgehört, Flive Legacy zu spielen. Das Spiel hat einfach nicht mehr funktioniert, also ich musste aufhören, weil ich literally nicht mehr spielen konnte. Und das extrem frustrierend war, um ehrlich zu sein. Und deswegen dann aufgehört habe. Und anscheinend gehen sie jetzt weg von dem System, was sie die letzten knapp 10 Jahre gefahren haben. Nämlich, dass sie quasi alle paar Wochen neue Server launchen und es gefühlt unendlich Server gibt und die auch immer wieder gemerged werden müssen, weil jeder, der weiß, wie dieses Prinzip funktioniert, Server startet, 2 Wochen später, sind gefühlt nur noch 10 Leute aktiv. Dann startet wieder ein neuer Server und so weiter und so fort. Das zieht sich immer durch. Im Endeffekt spielen immer die gleichen Leute. Es kommen immer wieder ein paar neue Leute dazu. Und am Ende hast du halt 500 Server und auf jedem spielen halt literally nur eine Handvoll Leute oder so. Was dann zwar insgesamt noch relativ viele Leute sind, aber halt alle auf verschiedenen Servern. Und das heißt, die Leute auf den Servern, die langfristig spielen wollen, sind eigentlich ziemlich unzufrieden, weil die Server halt nicht wirklich aktiv sind. Dann mergst du zwar wieder ein paar, aber das macht ja auch unfassbar viel Aufwand und unfassbar viel Kosten. Und es hört sich für mich so an, als würden die das hiermit ein bisschen umgehen wollen. Wobei es trotzdem sein könnte, dass die zwar einen globalen Server haben, aber trotzdem immer wieder neue Server starten, auf denen man anfangen kann und diese neuen Server dann immer wieder zum globalen Server zurückschicken, sozusagen, nach ein paar Wochen oder Monaten. Keine Ahnung, wie genau es funktionieren soll. Es gibt literally keine News dazu, außer diese Ankündigung. Das ist die einzige Neuigkeit, die ich dazu finden konnte. Natürlich berichtet auch niemand über Flive Legacy, kein IGN oder irgendwie sowas oder keine MMO-Foren, weil das Game einfach kein Mensch auf dem Radar hat. Jedenfalls, falls ihr schon mal Flive Legacy gespielt habt, oder auch nicht, es ist ein Mobile-Game, kann man einfach im App Store oder Google Play runterladen oder auch auf BlueStacks oder whatever spielen. Tatsächlich gibt es mittlerweile auch für PC, und zwar ist das ja einfach Google Play für PC tatsächlich. Das ist eigentlich ganz cool, das gab es damals nicht, als ich noch Videos gemacht habe. Ist actually ganz nice, also ich steuere gerade mit WASD und so. Und ist eigentlich ziemlich cool. Wer es noch nie gesehen hat, das hier ist Flive Legacy. Falls das noch keiner gesehen hat. Und dieser Charakter hier sollte eigentlich extrem hoch sein und sehr stark, aber leider wurde mein Charakter gelöscht, dazu komme ich gleich noch. Buff Peng Baby. Ach, das kostet Penya. Oh Gott. Ja, hier wäre theoretisch der Buff Peng. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das die News, dass jetzt eben dieser globale One-Server kommen soll. Global One-Server, whatever. Und das Ende, also der Zeitplan von diesen Wartungen ist irgendwie 6. Februar. Das wird irgendwie auch schrittweise gemacht. Also ich weiß nicht ganz genau, was sie da überhaupt machen. Auf jeden Fall, ist das irgendwie so die Vorbereitung zu dem kommenden Server. Aber zu dem Server selbst gibt es eben eigentlich noch keine wirklichen Infos. Heißt aber auch, falls ihr Flive Legacy spielt tatsächlich, müsst ihr trotzdem euch vielleicht mal anmelden. Weil jetzt wurde zwar hier am 3. Februar eine vorübergehende Wartung durchgeführt, wir haben schon den 5. Februar, ich weiß, aber die löschen tatsächlich andauernd ruhende Charakter und ruhende Accounts. Und das ist so ein zweites Thema, über das ich mal reden wollte, weil ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen crazy. Denn sie kündigen hier andauernd an, auch hier nochmal vor 14 Tagen haben sie es nochmal angekündigt, Entfernung inaktiver Accounts, also inaktive Accounts und inaktive Charakter. Und hier, bitte beachten Sie, dass gelöschte Charakter nicht wiederhergestellt werden. Stellen Sie da sicher, sich rechtzeitig einzuloggen. Bla 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 bla. Was auch lustig ist, weil das war ja am 2. Februar bzw. 3. Februar. Ich war hier seit einem halben Jahr nicht mehr online bei Google Play. Also ich habe das im Sommer 2025 gemacht. Ja. Und der Charakter wurde tatsächlich nicht gelöscht. Der war Level 1, by the way. Also ein Level 1 Charakter, der ein halbes Jahr nicht mehr online war, wurde nicht gelöscht. Mein Account wurde auch nicht gelöscht, obwohl ich ewig nicht mehr online war. Was sie aber doch gemacht haben, ist, sie haben meinen Main-Character gelöscht. Das ist zwar wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, aber wie gesagt, ich konnte nicht mehr spielen. Den haben sie gelöscht. Und wenn du hier auf der Helpshift-Seite von Gala, hier gibt es auch Flive Universe, by the way, wenn du auf der Gala Helpshift-Seite bist und Flive Legacy eben eingibst, dann gibt es hier so eine FAQ, ne? Die ist 2800 Tage alt, also ist schon ein bisschen älter. Steht hier, meine Charakter sind verschwunden, was soll ich machen? Wir setzen niemals Spielerkonten in Flive zurück. Weder zufällig noch absichtlich. Falls du deine Charakter nicht finden kannst, überprüfe bitte, ob du dich mit den gleichen Daten bla 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 bla. Ankündigung
zum Entfernen ruhender Charakter. Ankündigung, Entfernung inaktiver Accounts. Ich meine, klar, das sind jetzt aktuelle News von vor 3 Tagen, von vor 2 Wochen. Und das hier ist fast, das ist 8 Jahre alt so ungefähr. Aber ich habe das damals gesehen, letztes Jahr, und ich dachte mir so, sag mal, geht's eigentlich noch? Ich meine, ihr sagt auf der Website, wir löschen keine Charakter, aber löscht die ganze Zeit Charakter. Und dann habe ich den Support geschrieben und die Antwort war quasi, ja, ist kein Ding, wir können den Charakter wiederherstellen, sofern du mindestens 3-mal gecached hast. Ach so. Okay. Auch interessant. Ist ein interessantes Konzept auf jeden Fall. Jedenfalls, wer länger nicht mehr gespielt hat, könnt ihr euch relativ sicher sein, dass eure Charakter und oder Accounts gone sind, wenn ihr länger nicht mehr online wart. Ich weiß nicht, wie lange. Das sagen sie tatsächlich nicht. Genau. Aber könnte halt sein, dass, wie gesagt, wenn ihr länger nicht mehr gespielt habt, eure Charakter alle gelöscht wurden, so wie meine. Und ist schon ziemlich frustrierend. Der Vorteil, den ich hier tatsächlich sehe, Flive Legacy, ich weiß nicht wie, weil das Spiel ist seit 2018 nicht mehr geupdatet worden. Also mit neuem Content. Ich weiß nicht, wie dieses Game noch jährlich fast Millionenbeträge einnimmt. Also dieses Spiel nimmt jährlich mindestens 6-stellige Beträge ein, teilweise sogar 7-stellige Euro-Beträge pro Jahr. Obwohl kein Mensch dieses Spiel kennt. Also ehrlich gesagt, ich verstehe es selber nicht so ganz. Niemand spielt Flive Legacy und trotzdem macht das Game unfassbar viel Kohle. Ich weiß, es läuft auch über Lizenzen, aber das ergibt trotzdem keinen Sinn, TBH. Aber es ist ein Game ohne Content, basically. Also seit 7 Jahren, 8 Jahren fast ohne Content-Update. Das ist noch 10-mal schlimmer als Flive PC und 100.000-mal schlimmer als Flive Universe. Und irgendwie machen die trotzdem 6- bis 7-stellige Beträge, damit es entzieht sich meiner Kenntnis, wie das überhaupt möglich ist. Also noch weniger für ein Spiel zu machen, wie die für Flive Legacy machen, es ist straight up unmöglich. Es geht nicht. Es ist absolut unmöglich. Trotzdem überlebt das Game irgendwie. Das ist der klassische Flive-Effekt. Wenn ein Spiel Flive heißt, dann ist es von Haus aus fast unsterblich und nimmt aus irgendeinem Grund immer noch sehr viel Geld ein. Das ist, man kann es als Segen sehen. Andere würden es vielleicht als Fluch bezeichnen. Egal. Jedenfalls könnte ich mir vorstellen, wenn das tatsächlich bedeutet, dass es global gesehen nur noch einen Server gibt, sie dann vielleicht sogar auch wieder Updates machen, weil die Spielerschaft vielleicht wieder anwächst sogar und das insgesamt sogar einen positiven Effekt hat auf das Flive-Ökosystem. Also das ist der positive, der optimistische Gedankengang davon. Ob das wirklich funktioniert, ich weiß es nicht. Weil Flive ist ja grundsätzlich immer schon so konzipiert worden, wenn zu viele Leute spielen, dann entstehen auf jeden Fall gewisse Probleme. Manche Leute sind der Überzeugung, dass das nicht so schlimm ist. Da hat jeder seine eigene Meinung. Bei Flive Legacy jedoch sehe ich das ein bisschen anders, weil da gibt es zum Beispiel ein Ding, das nennt sich Wolkenkrater. Und der Wolkenkrater, das ist, also wäre schon mal, also ist jetzt zu kompliziert, das zu erklären, aber ich sag mal so, es gibt Wolkenkrater, es gibt halbstündige Dungeons, ja, wo es aktuell so läuft bei Flive Legacy, da musst du dich anmelden, da musst du im Chat quasi sagen, yo, ich mache jetzt in einer halben Stunde diesen und jenen Dungeon auf dieser Schwierigkeit so ungefähr oder in diesem Levelbereich. Das heißt, das ist meiner und jeder, der da reingeht, wird von mir entweder umgebracht oder von meiner Gilde in jedem Spielmodus dekarrt. Also machen dir dann quasi das Leben zur Hölle, wenn du dich gegen diese Serverregeln stellst. Und solche Regeln, das wird zwangsläufig nicht mehr funktionieren, wenn wirklich ein paar hundert Leute aktiv auf so einem Flive Legacy Server spielen werden, weil dann wären es jedes Mal wahrscheinlich 5 oder 10 Leute, die sich anmelden würden und zwangsläufig gehen dann einfach alle rein, bringen sich gegenseitig um und es wird das totale Chaos entstehen. Natürlich, wenn der Server kein PK-Server ist, dann wird es in vielen Bereichen nicht möglich sein, andere Leute zu töten, weil es gibt ja noch die Unterscheidung zwischen PK-Servern und Nicht-PK-Servern. Auf Nicht-PK-Servern kannst du dich, glaube ich, nur im Wolkenkrater und in halt entsprechenden PvP-Spielmodi töten. Ansonsten, soweit ich weiß, gar nicht. Das heißt, da hättest du das Problem nicht. Aber wenn es ein PK-Server wird, der Global One Server, dann wird es ein einziges Chaos geben, weil hunderte Leute oder zig Leute wollen irgendwas machen und werden sich einfach gegenseitig die ganze Zeit umbringen. Und ich glaube, dass das dann extrem toxisch wird. Ich finde generell, Flive Legacy ist extrem toxisch. Die Community von Flive Legacy ist extrem toxisch. Ich weiß auch nicht wieso, die sind einfach alle extrem sauer und pisst, sobald du auch nur ein falsches Wort sagst oder dich nicht an ihre
ausgedachten Regeln hältst. Also ich meine, es gibt keine Regeln. Es gibt keine Regel, dass du dich für irgendwas anmelden musst. Es ist einfach ein Videospiel. Ja, also es ist komplett crazy und das wird niemals funktionieren mit einem PK-Server. Ich glaube auch nicht, dass es ein PK-Server werden wird. Ich glaube auch ehrlich gesagt irgendwie nicht, dass es diesen Server wirklich geben wird, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie alle Leute auf der Welt auf einem Server spielen. Ja, deswegen mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber für alle Fly Legacy Interessierten oder die es schon mal gespielt haben, hier auf jeden Fall einmal die Info. Guckt mal nach, ob euer Account oder eure Charakter noch existieren, weil höchstwahrscheinlich wurden sie gelöscht. Falls ihr gecached habt, könnt ihr sie gegebenenfalls wiederherstellen. Müsst 3-mal gecached haben, hat der Support mir persönlich zumindest geantwortet. Und ja, vielleicht sehen wir uns bald auf dem Global One Server wieder. Vielleicht spiele ich dann auch wieder ein bisschen. Mal gucken. Meine Motivation hält sich in Grenzen, weil wie gesagt, meine Charakter wurden einfach gelöscht und nur weil ich Free-to-Play bin oder nur weil ich nicht gecached habe, werden sie nicht mehr hergestellt. Für mich ist das einfach das falsche Signal, was man mit sowas sendet. Aber gut, da kann man ja in der Zukunft auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Fly-Video wieder oder gerne auch im Livestream. Bin täglich live auf YouTube und Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.